fassen. Wir sind ja wirklich im Pilzparadies. Zum Wohl. So, wir sind jetzt gerade beim Abraham Lake angekommen. Wir sind zurück auf dem Icefields Parkway und jetzt gibt es wieder schöne Aussichten. Uiuiui, jetzt sind wir hier beim Pito Lake, eines der Highlights, und hier ist richtig Parking-Chaos, weil die das alles angucken wollen, so wie wir wollen es auch angucken. Aber die Isabel hat einen guten Parkplatz ergattert. Hast du gut gemacht, Klaus. Danke. Ob die auch alle wissen, dass es hier schön aussieht? Das ist die beste Uhrzeit, um sich den Pito Lake anzugucken, Schatz. 12 Uhr mittags. So sieht's aus. Nein. Ja, Wahnsinn. Guckt euch das an. Ein paar hundert Meter weiter und schon sind wir fast alleine. Das gibt's doch nicht. Das war jetzt ziemlich erfolgreich hier beim Pito Lake. Wir haben noch ein kleines Fotoshooting gemacht mit der Maus. Die hat ihr Foto auf jeden Fall im Kasten. Vielleicht können wir ja mal 2 Stück genau hier einblenden. Ja, als nächstes steht an, wir fahren nach Banff. Schauen wir mal, was wird. Essen, einkaufen, bummeln. Essen, einkaufen, bummeln. So, und tschüss. Die Wilden klettern die Leute hier über die Zäune, gehen unter der Plattform durch. Und oben kannst du einfach, oben hast du einfach eine schöne Aussicht. Kannst du einfach hingehen, ohne Geländer. Was soll das? Hier, da gehen die schon alle durch den Wald. Du gehst einfach 300 Meter und hast deine Ruhe. Ich weiß es nicht. Da stehen die Leute Schlange, um ein Foto zu machen vor dem Banff-Schild. Wie findest du das? Lustig. Das ist bestimmt noch das einzige Banff-Schild in Banff. Wir sind jetzt hier in Banff Downtown, werden aber nicht so viel machen. Wir waren jetzt gerade eben im Visitor Center und suchen jetzt einfach noch nach einem Lokal, wo wir essen gehen können. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Wir haben ja immer selber gekocht. Und dann geht es wahrscheinlich noch in einen Souvenirshop und dann schon zum Campground. Wir sind jetzt auf unserer Campsite angekommen. Heute Nacht sind wir auf dem Two Jack Main Campground. Und das Coole an den Campgrounds hier in Kanada ist, selbst wenn die riesengroß sind und da bis zu 200 Sites sind, dann ist das alles sehr weit verteilt im Wald und das sieht ungefähr so aus. Also wie man sieht, verläuft sich das alles. Also klar, da sind Nachbarn, aber man hat trotzdem ein richtiges Campinggefühl und fühlt sich wohl in der Natur. Eben haben wir die Nachricht bekommen, hier ist ein Bär im Campground irgendwo unterwegs. Aber es ist nur ein Schwarzbär, deswegen sollen wir nicht so eine Angst haben. Heute keine Dusche haben am Campground und auch schon die letzten 3 Tage nicht geduscht haben. Gehen wir jetzt alle 3
in den kalten See hier. Aber... Chat ist auch dabei. Und Chat ist auch dabei. Was willst du machen? Was willst du machen? Wir stinken ja auch schon. Bist du bereit? Bist du bereit? Ich bin bereit. So, wir sind zurück vom See. Da ist der Hans. Und Hans ist schon Feuerholz am Vorbereiten. Hallo. Guten Morgen! Das ist jetzt der letzte volle Tag mit Hans' Mama zusammen. Wir fahren jetzt durch das Kananaskis Valley und gleich gehen wir auf eine kleine Wanderung und ja, dann campen wir wieder die Nacht, wie jede Nacht, auf einer Recreation Area. Wie hat dir denn bisher der Roadtrip gefallen? Boah, der war schon ganz schön schön. Am besten natürlich die Nächte und das Lagerfeuer. Jeden Abend Lagerfeuer, das war schon richtig gut. Mein Zelt war super kuschelig warm. Ich habe mich da jeden Abend drauf gefreut. Ich habe weich gelegen. Und tagsüber unterwegs sein, fantastische Landschaft sehen, wandern. Ja, war gut. Hä, was von der Straße aus? Hä? Was gibt's denn da von der Straße zu lecken? Oh, oh, oh. Junge, warum? Ich sag, die machen das, weil die high werden von der gelben Farbe. Da bin ich mir sicher. Das könnte jetzt schon unsere letzte Wanderung hier sein, leider. Aber heute soll es wieder ein bisschen regnen, deswegen machen wir uns jetzt vorm Mittagessen los, noch ein bisschen schöne Aussichten zu genießen. Yippie! Los geht's! Am Pütow Lake haben wir gelesen, dass die Bäume hier von einem Pilz befallen sind, der irgendwie aus Asien oder so eingeschleppt wurde, womit die nicht umgehen können und deswegen sterben viele der Bäume ab. Ja, und jetzt sind die dabei, neue Bäume zu pflanzen, die resistent gegen diesen Pilz sind. Aber das wird wahrscheinlich lange dauern, um herauszufinden, wie gut das funktioniert. Ja, verrückt, ne? Das ist unser Auto. Ein bisschen so aus wie in St. Peaks hier. Gehen wir noch in den Krater lungen. Wir vermuten Schnee. Oh, da hat jemand einen Steinhaufen gebaut. Yay. Oh. Naja, ist halt ein Loch, ne? Ein bisschen Schnee ist auch noch da. Aber ich glaube, die Aussicht in die andere Richtung ist ziemlich toll. Ja, die Aussicht ist schöner.
Formen sehen so cool aus. Im Gestein. Jetzt reicht es aber mit der Filmerei. Es wird viel zu viel Arbeit, das alles zu bearbeiten. Einer muss sich das ja alles angucken beim Schneiden. Die Mutti und ich gehen jetzt wieder ein bisschen wandern abends noch. Das Wetter sieht aber leider gar nicht so gut aus. Also vielleicht brechen wir auch ab, weil es das Wetter nicht hergibt. Also wir haben jetzt nur einen kurzen Spaziergang gemacht, aber dafür haben wir noch einiges an Pilzen gefunden. Das sind so riesen Rotkappen. Und dann noch was bei der Mama in der Kapuze ist. Ich kann es kaum fassen, wir sind hier wirklich im Pilzparadies. Ich bin jetzt hier nochmal 10 Meter durch den Wald gegangen auf dem Campground und habe noch mehr Pilze gefunden. Es gibt ein tolles Abendessen und ich glaube in Sun Peaks, da muss ich dann wohl auch mal ein bisschen durch den Wald stromern. Das ist eine Actioncam, ne? So sieht's aus. Das hat heute nochmal super geklappt. Gestern habe ich mal wieder gekämpft wie sonst was, weil schon wieder irgendwas nass und feucht war. Aber heute habe ich dann einen guten Aufbau gemacht, damit ja nichts schief geht. Findest du die Pilze? Lecker. Lecker. Du? Super. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich bin beschäftigt. Zum Wohl. Ching, ching. Wir haben wie immer gut geschlafen im Zelt. Es hat diese Nacht ein bisschen geregnet, aber es hat nichts ausgemacht. Wir konnten vorne trotzdem die Klappe offen lassen. Und ja, das war jetzt hier unser letzter gemeinsamer Morgen mit der Mama. Und gleich bringen wir die zum Flughafen. Schade. Und auf dem Weg dahin müssen wir auf jeden Fall noch eine Dusche auftreiben, weil wir alle stinken. Und wir können ja die Mama so nicht ins Flugzeug setzen. Ja, eine Gruppenumarmung, Leute. Wir waren gerade in Calgary noch einmal lecker essen, alle zusammen. Und jetzt sagen wir der Mama Tschüss, beziehungsweise haben wir schon. Und schicken die in dem Flugzeug nach Vancouver. Von da aus fliegt die dann zurück nach Frankfurt. Okay. Schön, dass du uns besuchen warst. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Und nicht vergessen, abonnieren, kommentieren und liken. So sieht's aus. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause und wir halten jetzt noch mal eine Nacht an, um einfach den langen Weg in 2 Teile zu teilen. Und wir sind angekommen bei unserem Camping Airbnb und wir zeigen euch das jetzt mal. So, das ist unsere kleine Toilette. Dann geht's hier runter zu unserem kleinen Zelt. Erstmal die Küche zeigen. Hier haben wir eine kleine süße Küche. Das ist der gleiche Herd, den wir haben. Nice. Oha. Eine Wärmflasche ist das. Eine Wärmflasche. Guck mal, das ist dieselbe Bettwäsche wie Dings. Das ist so cool, oder? Schön. Das ist übrigens mein Geburtstagsgeschenk, weil morgen habe ich Geburtstag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, süße Maus. Happy birthday to you. Die kleine Maus ist heute 28 Jahre alt geworden. Wir frühstücken jetzt noch schön und dann fahren wir zurück nach Kamloops, Dinge erledigen und dann zurück nach Sun Peaks. Das wird aber wahrscheinlich Abend, bis wir ankommen. Bis dann. So, das war unser 10-tägiger Roadtrip durch die kanadischen Rockies.
Wir sind jetzt endlich wieder zu Hause. Wir sind insgesamt in den 10 Tagen 2200 Kilometer gefahren. Wir sind über Kamloops nach Jasper hochgefahren, dann nach Banff, nach Calgary und dann wieder zurück nach Sun Peaks. Und wie fandest du es? Ich fand es richtig gut. Also ich kann den Roadtrip so an sich nur weiterempfehlen oder einfach mal die kanadischen Rocky Mountains zu besuchen. Ja, für alle, die in Kanada sind, ist das auf jeden Fall lohnenswert. Es sind spektakuläre Bergregionen mit vielen Gletschern, tolle Aussichten, schöne Wanderungen. Auch die Art und Weise, wie wir es gemacht haben im Campen, war super, fand ich. Man hatte das Gefühl, immer mittendrin zu sein. Wir hatten schöne Campingplätze, die jetzt auch wirklich nicht teuer waren. Ich würde auch sagen, dass die 10 Tage ausreichend sind. Es hat sich jetzt nicht irgendwie überhastet angefühlt für uns, bis auf jetzt vielleicht die letzten 2 Tage, wo wir nur noch zurückgefahren sind. Aber das war ja so geplant von uns. Ja, es war ein schöner Roadtrip. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch aufräumen und unser Auto Gar keinen ausräumen. Bock, die ganze Scheiße jetzt aufzuräumen. Und wir hoffen, euch haben die Videos gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und Abonnieren nicht vergessen. genau, Und bitte schreibt auch gerne was in die Kommentare. sagen wir Tschüss. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.